Halloween 2018 steht unmittelbar vor der Tür. Laurie Strode versus Michael Myers. Da stellt sich lediglich nur die eine Frage, wer wird von den beiden als Sieger vom Platz gehen? Meine persönliche Meinung ist, ich vermute mal, dass Laurie Strode in diesem Teil Michael Myers letzten Endes doch besiegen wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem, was kommt, und ich würde mich doch sehr darüber freuen, wenn ihr mal preisgeben würdet, was ihr vermutet, wer wird gewinnen. Michael oder Laurie? Ich habe 8 Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal 7 Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut Böse. He killed 3 innocent teenagers on Halloween in 1978. You don't believe in the boogeyman? You should. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Hallo Leute, seid gegrüßt, ich bin's, euer Dein, Diddy von Diddys Movie Paradies. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich heiße gerade dich hier bei mir zu Hause in meinem Halloween-Zimmer. Doch recht herzlich willkommen, und ich freue mich echt mega darüber, dass gerade du dir mein neues Video hier auf meinem Kanal ansiehst, okay? Heute bei mir im Video Halloween 2018 von Blumhouse Production. Wir haben am Freitag, den 8. Juni 2018 um 16 Uhr deutscher Ortszeit weltweit Filmgeschichte geschrieben, denn Blumhouse Production hat es endlich geschafft, den ersten offiziellen Trailer zum neuen Halloween weltweit zu veröffentlichen, und das direkt mit deutscher Sprache, was ich übrigens richtig mega cool gefunden habe. Wir machen das jedenfalls so, wenn ihr euch dafür interessiert, wie mein persönliches Fazit ausfällt, wie die ersten Eindrücke von mir sind, wie ich halt eben Michael Myers förmlich sehe, das erfahrt ihr halt eben jetzt im Anschluss. Wir machen das so, wir schauen uns jetzt gemeinsam den Trailer an zum neuen Halloween 2018 in deutscher Sprache, und anschließend werde ich halt eben nochmal vor der Kamera kommen und halt eben mal die ersten Eindrücke versuchen, von meiner Sichtweise aus euch zu vermitteln, okay? In diesem Sinne wünsche ich euch gerade dir viel Spaß mit Michael Myers und Laurie Strode. 40 Jahre nach dem Original von John Carpenters Halloween. Test 1, 2, 3. Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween 4 unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen. Noch in derselben Nacht festgenommen. Und sitzt seit 40 Jahren in Haft. Hallo Michael. Ich habe etwas, was Sie vielleicht sehen wollen. Zum Jahrestag ist keiner aus der Familie zurechnungsfähig. Ich meine, deine Großmutter ist Laurie Strode. Sie wurde fast ermordet. Hat nicht Ihr Bruder all die Babysitter ermordet? Nein, das war nicht ihr Bruder. Das haben die Leute erfunden. Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht? Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Dad, pass auf! Der Bus hat einen Unfall. Mom, welcher Bus hat den Unfall? Michael ist entkommen.
Tut mir leid, hier ist besetzt. Hallo? Er hat auf diese Nacht gewartet. Er hat auf mich gewartet. Ich habe auf ihn gewartet. Schnell, lauft nach Hause und bleibt drin! Sie glauben nicht an den schwarzen Mann? Nein. Er ist hier! Michael! Das sollten Sie. Kannst du die Schranktür zumachen? So, das war's halt eben mit dem Trailer zu Halloween 2018 von Blumhouse Production, welcher ja bekanntlich am 25. Oktober 2018 in die deutschen Kinos anlaufen wird. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zu dem Part des Videos, wo ich halt eben mal meine persönliche Meinung kundtun möchte, ja, wie ich halt eben den Trailer gesehen habe, beziehungsweise wie dieser Trailer, beziehungsweise die ersten Bilder von Michael Myers auf mich gewirkt haben. Und ich kann an dieser Stelle ganz ehrlich nichts anderes sagen, ja, dass ich absolut mega geflasht bin. Ich fand das, was ich gesehen habe, echt mega geil, obwohl es halt eben das ein oder andere auch zu kritisieren gibt. Da bin ich halt eben ganz ehrlich, auch als großer Halloween-Fan, gibt es das ein oder andere, was mir weniger gut an diesem Trailer gefallen hat. Wir kommen auf jeden Fall jetzt erstmal an diesen positiven Dingen, die ich halt eben aus diesem Trailer entnehmen kann. Aber kurz vorab möchte ich halt eben mal allen Abonnenten bzw. Zuschauern, die dieses Video gerade sehen, die eventuell doch großes Interesse haben, diesen neuen Halloween 2018 im Oktober im Kino zu sehen, aber gar nicht wirklich wissen, auf welchen Teil die sich dort einlassen, beziehungsweise sich fragen, welchen Teil muss ich denn zuvor gesehen haben, ja, um halt eben dann Halloween 2018 zu verstehen. Halloween 1, die Nacht des Grauens aus dem Jahre 1978, ist das Original von John Carpenter und ist quasi die Geburtsstunde des Michael Myers, beziehungsweise der Babysitterin Laurie Strode, die wiederum halt eben 40 Jahre später in diesem neuen Teil halt eben die gleiche Rolle übernimmt wie damals im ersten Teil. Halloween 2, die Nacht des Grauens, kehrt zurück aus dem Jahre 1981, ist eigentlich die direkte Fortsetzung, knüpft in der gleichen Nacht an zu Halloween 1. Später kam halt eben Halloween 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und diese Teile ab Teil 2 bis Teil 8 werden in diesem neuen Teil komplett gemieden, gestrichen. Das heißt, diese Ereignisse, die sind für mich niemals passiert. Halloween 2018 knüpft 40 Jahre später an das Original von John Carpenter aus dem Jahre 1978 an und ist eine eigenständige Fortsetzung und hat halt eben mit den ganzen Halloween-Teilen um Michael Myers rein gar nichts zu tun. Das heißt, ihr müsst quasi bis Oktober eigentlich nur Halloween 1 euch angesehen haben, um halt eben dann mit diesem neuen Halloween förmlich ja, klarzukommen, sage ich jetzt mal. Okay? Ja, das war eigentlich schon in diesem Sinne halt eben alles zur Erklärung von diesem neuen Halloween. Mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle als Laurie Strode. Apropos Laurie Strode, das ist halt eben jetzt der Punkt, wo ich halt eben mal auf diesen Trailer eingehen werde. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat's echt mega geflasht, dieser Trailer mit Laurie Strode, ja. Denn man hat direkt förmlich gespürt von Anfang an, ja, dass dieser Trailer komplett auf sie zugeschnitten ist. Und was ich richtig mega cool gefunden habe, ist, dass man förmlich das Optische von der Laurie Strode, dass sie sich förmlich gar kein Stück verändert hat. Sie wirkt genauso wie damals, sie ist halt eben ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich meine, sie trägt die Haare genauso wie damals, lediglich ein paar Falten hat sie halt eben ins Gesicht. Ich meine, das lässt sich halt eben nicht vermeiden. In 40 Jahren wird man halt eben, ja, was älter. Dennoch muss ich halt eben sagen, was richtig cool ja, in diesem Trailer rüberkam, ist, dass sie förmlich von einer Sache besessen ist, sich förmlich auf Tag X vorzubereiten. Denn wie wir im Trailer erfahren haben, betet sie förmlich Tag für Tag aufs Neue, dass ihr Bruder Michael, ja, ich sag schon ihr Bruder, also es ist nicht ihr Bruder im neuen Halloween, wie wir erfahren haben, ja. Denn es war für mich nur ein Gerücht von damals, dass Michael Myers ihr Bruder ist. In den Originalfortsetzungen um Halloween 2, 4, 5, 6, 7 und 8, ja, ist Michael eigentlich ihr leiblicher Bruder. In diesem Teil allerdings nicht. Das ist halt eben ihr Peiniger von damals, aber nicht ihr Bruder. Deswegen
entschuldige ich mich gerade dafür, dass ich das gerade erwähnt habe. Zumal ich halt eben selber große Schwierigkeiten habe, mich damit quasi, ja, ich sage jetzt mal auseinanderzusetzen, zu wissen, dass Michael und Laurie, ja, für mich keine Geschwister mehr sind. Auf jeden Fall arbeitet sie darauf hin, auf Tag X, wo sie halt eben dann ihrem Peiniger gegenübersteht und sie halt eben förmlich tagtäglich irgendwelche Schießübungen macht. Fand ich richtig, richtig cool, ganz ehrlich. Und ja, ich bin wie gesagt mega gehypt, aber ich möchte halt eben jetzt erstmal zu den positiven Dingen kommen, die ich halt eben aus dem Trailer gesehen habe. Und zwar waren das die ganzen Anspielungen zu diversen Halloween-Teile. Angefangen bei Halloween 1, die Szene, als ein kleiner Junge mit seinem Familienvater förmlich über die Landstraße fährt, im Dunkeln, es ist am Regnen, ja, und auf einmal liegt, beziehungsweise ist ein Bus zuvor halt eben dann umgefallen, hat einen Unfall gehabt und diverse Passanten stehen mitten auf der Straße. Und das erinnerte mich sehr stark an Halloween 1 von damals, als Dr. Sam Loomis mit seiner Sekretärin förmlich zum Smith Gross Sanatorium gefahren ist, um seinen Patienten Michael Myers abzuholen, wo damals die ganzen Geisteskranken förmlich ausgebrochen sind. Das war so eine mega geile Anspielung. Dafür feiere ich bereits jetzt schon den Trailer, beziehungsweise selbst den Film werde ich definitiv feiern, weil ganz viele Anspielungen an verschiedenen Teilen in diesen 3 Minuten zu sehen gewesen ist, ja. Zum Beispiel die Szene, als halt eben dann ein Geist, beziehungsweise jemand unter einem weißen Bettlaken neben einem Aquarium saß, erinnerte mich sehr an Halloween 1, als damals Michael mit diesem weißen Bettlaken zusammen mit einer Brille auf der Nase förmlich nach oben gegangen ist, um halt eben sein nächstes Mordopfer, die Linda, zu töten, sie zu strangulieren mit einem Telefonkabel. Und wie man halt eben im Trailer gesehen hat, saß dort jemand in diesem Bettlaken. Das war auch eine Anspielung an Halloween 1, fand ich richtig, richtig geil. Dann war da halt eben noch eine Anspielung an Halloween 2, das fand ich auch so mega geil, als Michael halt eben dann das Haus verlässt, förmlich an, ja, jugendliche Kinder anstößt und die Melodie ertönt, dieses er hochguckt so zur Seite, ne? Und man sieht halt eben in diesem Trailer, dass ein kleiner Junge einen größeren Kassettenrekorder vor sich trägt, beziehungsweise einen Ghetto-Blaster. Und in Halloween 2, die Nacht des Grauens kehrt zurück, ist es so, dass Dick Warlock als Michael Myers die Straßenseite wechselt und ihm gegenüber förmlich dann ein jugendlicher Junge mit einem Ghetto-Blaster auf der Schulter quasi anrempelt. Und das fand ich auch so mega geil in diesem Trailer. Und ja Leute, das sind noch so viele diverse Anspielungen. Ich werde die jetzt einfach mal alle aufzählen, die ich so für mich rausgesehen habe. Zum Beispiel die Szene, als man halt eben dann eine Kurzeinblendung von einer Tankstelle sieht. Wie in Halloween 4, die Rückkehr des Michael Myers, ist es so, dass halt eben eine Frau bzw. als eine Leiche hinter dem Tresen in einer Blutlache liegt. Ein Mann kommt rein, guckt über den Tresen, ist entsetzt. Erinnerte mich förmlich direkt an Dr. Sam Loomis aus Halloween 4, als er dort rüber guckte, die Augen hoch erschreckte, ne? Das war wie in Halloween 4, das fand ich so mega, mega geil, ganz ehrlich. Und dafür feiere ich diesen Trailer, beziehungsweise, ja, den neuen kommenden Halloween 2018, der im Oktober in die Kinos kommt. Dann gab es zum Beispiel eine Anspielung auf dieser Toilette, als Michael den Raum betritt, förmlich an dieser Tür klopft, ja, und förmlich dann versucht halt eben diese Frau förmlich umzubringen. In Halloween H2O, Halloween H20, 20 Jahre später, ist es ähnlich so. Da ist halt eben eine Frau mit ihrer Tochter, die förmlich auf dem Männer-WC sitzen, weil halt eben das Damen-Toilettenhäuschen abgeschlossen gewesen ist. Michael kommt rein, lediglich entnimmt er ihre Handtasche, klaut ihr den Autoschlüssel. Er hat es gar nicht beabsichtigt, diesen 2 Menschen was zu tun. Er wollte lediglich ihr Auto haben, um weiterzureisen, zumal er vorher einen Platten hatte. Das war auch eine richtige Anspielung an Halloween H2O. Also richtig, richtig geil. Oder halt eben als Laurie in diesem Trailer erstmalig Michael Myers sieht, oben am Fenster. Man sieht ihre Haltung mit der Pistole, wo sie so nach oben zielt, ja, so erschreckt rüberguckt zu ihm ins Gesicht, ja. Das war 1:1 wie in Halloween 2, als Dr. Sam Loomis zum Schluss förmlich die Bude in die Luft jagt, als er, ja, Laurie die Pistole gibt und sie eigentlich sich weigert, ihn anzuschießen. Dabei nimmt sie die Pistole so in der Richtung 1 Meter vors Gesicht und schießt sie 2-mal in die Augen. Das war so eine geile Anspielung, ganz ehrlich. Und das ist das, was ich halt eben in diesem Trailer beziehungsweise in diesem Halloween förmlich feiern werde, dass sie es wirklich geschafft haben, diverse Teile so mit einzubauen. Das ist halt eben so das Positive, was ich halt eben auf jeden Fall erwähnen muss. Genauso gut kommen wir ganz kurz zu der Maske von Michael Myers. Die finde ich auch extrem gruselig, ganz ehrlich. Das ist halt eben so eine Mischung von Halloween 1 und Halloween 2. Lediglich ist er halt eben durch, ja,
in die Jahre gekommen natürlich, das haben sie echt sehr gut gemacht. Die Haare von dieser Maske erinnert mich doch sehr stark an die Maske von Dick Waller aus Halloween 2, aber die Optik der Maske erinnert doch sehr an die William Shatner Maske. Also mir gefällt Michael optisch gesehen sehr, sehr, sehr gut in diesem Teil und ich fand die Szene auch so episch, als er für mich dann so die Maske rüberzieht. Das war eine Anspielung an, ja, Halloween von Rob Zombie, als Michael damals halt eben seine Maske rübergezogen hat. Fand ich auch richtig, richtig cool. Was mir natürlich noch sehr gut an diesem Trailer gefallen hat, ist halt eben die Halloween-Theme halt eben mit, beziehungsweise, ja, man hört direkt raus die Handschrift von John Carpenter, ja, das ist halt eben seine Melodie und es ähnelt doch sehr dem Original und ja, Leute, ganz ehrlich, ich bin schon mega geflasht durch diesen Trailer und freue mich echt, ja, diesen halt eben dann bald im Kino zu sehen. Ja, was habe ich halt eben dann noch Positives jetzt zu sagen? Ich weiß es nicht wirklich. Ich meine, ich habe den Trailer bestimmt schon bereits 30 Mal gesehen. Wir kommen auf jeden Fall jetzt mal zu den negativen Dingen, die ich halt eben jetzt mal so erwähnen muss. Und zwar, was mir nicht sonderlich gut gefällt, also jetzt mal ganz ehrlich, was ich richtig schwach finde, ist der Anfang des Trailers, als man halt eben sieht, ja, dass Michael förmlich am helllichten Tag, ja, quasi in dieser Irrenanstalt mitten am Hof, ich meine, das sah ja schon cool aus mit diesen roten Schachbrettmustern und so, ne, aber Michael steht dort in der Mitte, diverse kranke Angestellte stehen da mittendrum, feiern halt eben Michael Myers, ihm wird für mich seine Maske so präsentiert und so, ja, die tun da wirklich für mich so, als ob er der King wäre, keine Ahnung, ich fand es da echt ein bisschen sehr übertrieben, ich hätte es mir viel, viel lieber gewünscht, dass es ein bisschen düsterer gehalten worden wäre und ja, das muss ich halt eben an dieser Stelle bemängeln, ganz ehrlich, ihr könnt mir dafür einen Daumen nach unten geben, aber das fand ich jetzt doch ein bisschen, ganz ehrlich, übertrieben und die tun ja wirklich so in dieser Fortsetzung, dass Michael Myers, der lediglich ja nur 4 Jugendliche damals umgebracht hat, ja, ja, für mich das Monster schlechthin wäre und das ist er ja eigentlich gar nicht. Was ich natürlich noch richtig cool gefunden habe, war die Szene halt eben mit dieser Dame auf dieser Toilette, als Michael von oben die Zähne runterfallen lassen hat, war auch erfrischend neu, kannte man so von Michael Myers eigentlich gar nicht, dass er anschließend irgendwelche Utensilien seiner Mordopfer halt eben dann, ja, mit sich geführt hat, fand ich im Nachhinein richtig cool. Anfangs war ich auch so ein bisschen erschrocken, nachdenklich und habe mir gedacht, es ist doch kein Michael Myers eigentlich. Dennoch muss ich sagen, ich denke mal, man sieht halt eben dann die Szene in diesem Film halt eben komplett und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch echt mega, mega rüberkommen. Ja, was habe ich dann noch so für Andeutungen in diesem neuen Halloween halt eben gesehen? Ja, da werden auf jeden Fall noch so einige gewesen sein, aber dennoch, ja, was ich richtig cool gefunden hätte, ja, wenn sie halt eben auch, und ich hoffe, es wird auf jeden Fall so sein, ja, dass sie auf jeden Fall auch an Halloween 3 gedacht haben. Das wäre richtig geil, wenn man zum Beispiel in den kommenden Filmen halt eben einige Teenager, ja, förmlich an Halloween sieht, wie sie halt eben dann die Season of the Witch Masken anhaben werden. Das würde ich mich doch sehr wünschen. Da würde ich mich doch sehr darüber freuen, wenn Blumhouse Production das berücksichtigt hat. Also das wäre wirklich dann ein Daumen nach oben, wo ich definitiv den Film feiern werde, wenn sie gerade Halloween 3, der eigentlich gar nichts mit Michael Myers und Laurie Strode, auch in diesem Film berücksichtigen würden. Ja, Leute, was bleibt mir jetzt noch an dieser Stelle zu sagen, außer dass ich halt eben auch verkünden kann, wie lange dieser Film laufen wird. Ich möchte an dieser Stelle echt nichts Falsches sagen, ja. Jedoch ist es so, dass ich es halt eben auf Facebook selbst gelesen habe, beziehungsweise einige Abonnenten, Freunde können dies halt eben, denke ich mal, bestätigen. Halloween Movie 2018 hat auf ihrer Chronik quasi bestätigt, dass dieser kommende Halloween, und jetzt kommt es, eine unglaubliche Laufzeit haben soll von 2 Stunden und 45 Minuten. Ich selber kann dies nicht glauben, ich habe es aber mit meinen eigenen Augen gesehen und ich bin echt mega gespannt, ja, ob dies halt eben dann auch stimmen wird. Deswegen nimmt mir bitte, ja, ein halbes Jahr zuvor bitte nicht übel, wenn es nachher dann doch nicht so sein sollte. Wenn es so ist, ja, ganz ehrlich, dann feiere ich den Film, denn von Halloween kann man für mich nicht genug kriegen. Ich selber weiß auch gar nicht, ob es wirklich jemals einen Horrorfilm gegeben habt, der annähernd fast 3 Stunden ging. Ja, also ich kenne jetzt keinen einzigen. Wenn ihr irgendeinen Teil kennt oder Film, dann dürft ihr das doch gerne mal in diesen Kommentaren drunter schreiben. Apropos in diesen Kommentaren drunter schreiben, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eure persönliche Meinung mal kundtun würdet in diesem Video von mir und euch mal ja, auslässt, hat der Trailer euch zugesagt, einen Daumen nach oben dafür. Seid ihr doch sehr enttäuscht, gebt ihr den Trailer bzw. dem Film einen Daumen nach unten. Das würde mich doch sehr interessieren und ich würde auch umgehend gerne auch darauf euch antworten, okay? Was bleibt mir jetzt an dieser Stelle noch zu sagen? Also, ich denke mal, wir machen das auf jeden Fall so. Sofern ein zweiter neuer Trailer rauskommt, werde ich diesbezüglich auch ein Video machen.
Und ja, in diesem Sinne, Leute, ich habe jetzt genug geredet. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ja. Was ich jetzt noch loswerden möchte, bevor ihr mich jetzt steinigt, ja. Ich denke, der Film wird ja gut bis sehr gut werden als eigenständige Fortsetzung quasi zum Original. Dennoch muss ich an dieser Stelle sagen, und das wird auch für ewig so bleiben, für mich gibt es absolut keine bessere Fortsetzung wie Halloween 2 aus dem Jahre 1981. Ja, die Nacht des Grauens kehrt zurück. Allein dafür verantwortlich ist der legendäre Dr. Samuel Loomis, und da kann dieser Teil halt eben noch so gut werden, ja. Also er wird auf jeden Fall nicht Halloween 2 von damals toppen. Wir machen das auf jeden Fall so. Ich hab's sogar, also jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich hatte mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht bezüglich eines neuen Halloween-Teil. Falls es euch mal interessieren sollte, wie ich mir doch einen neuen Halloween gewünscht hätte, kann ich sehr gerne mal darüber ein Video machen und euch doch gerne mal, ja, unterrichten, wie ich mir einen Halloween-Teil vorgestellt habe. Dieser ist halt eben hier oben schon bereits fertig. Und ganz ehrlich, hätte ich was zu sagen gehabt, hätte ich da eventuell an diesem Drehbuch mitschreiben, mitwirken dürfen, beziehungsweise hätte man mir Geld gegeben für einen neuen Halloween-Teil, ja. Ganz ehrlich, Leute, mein Teil, ja, der hätte, ich will jetzt echt nichts Falsches sagen, okay, aber mein Teil wäre definitiv besser als Fortsetzung geworden, wie dieser hier. Obwohl dieser wirklich nicht schlecht sein wird, vermute ich mal. Dennoch habe ich halt eben meine eigene Version, und diese eigene Version, die wäre absolut mega. Denn ich muss an dieser Stelle halt eben sagen, was ich richtig vermisse in diesem neuen Halloween, ist halt eben eine Person. Das ist halt eben dann Danielle Harris. Wie ich das halt eben meine, wie gesagt, wenn sich das jemand wünscht, dass ich halt eben über meine eigene Halloween-Geschichte mal ein Video zu machen soll, ja, kommentiert dieses Video und dann werde ich mir Zeit nehmen und werde dann halt eben mal meine eigene Fortsetzung hier in einem Video mal erklären, okay? In diesem Sinne, Leute, fühlt euch mal ganz lieb gedrückt, ja? Ja, ich wünsche euch gerade dir alles erdenklich Gute. Tut mir bitte einen Gefallen, passt euch auf, und ja, wir sagen einfach bis dahin, und ich drücke da jetzt auf den Knopf und ich bin weg, ja? Okay? Also, macht's gut, bis dann, euer dein, diddy. Tschüss, ciao.